So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute wollte ich euch mal 5 Lichteffekte zeigen, die eure Modelleisenbahnanlage viel lebendiger wirken lassen, egal ob bei Tagbetrieb oder auch bei Nachtbetrieb. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und los geht's. Viel Spaß euch! Ja, und wir fangen an mit dem ersten Lichteffekt, nämlich dem Schweißlicht. Und so einen Effekt kann man dementsprechend eigentlich überall auf der Anlage platzieren. Ich habe es bei mir einfach in eine kleine gemütliche Autowerkstatt reingesetzt, wo fleißig an dem Smart geschweißt wird, und auch eine kleine Werkshalle damit ausgestattet. Also von dem her, da kann man natürlich noch im Bahnbetriebswerk könnte man was machen, auch in der LKW-Werkstatt oder sonst noch wo. Also deswegen, da sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt bei der kleinen Halle zum Beispiel ist auch ein sehr einfacher Bausatz noch verbaut. Also es muss nicht unbedingt immer kompliziert sein. Ihr seht es vielleicht dann auch, wenn man genauer hinguckt, im mittleren Fenster eben der Halle. Das sind so 2 helle Punkte. Das sind genau 2 LEDs, die immer, sag mal, zufällig, würde ich mal sagen, abwechselnd, aber auch nicht immer ganz abwechselnd, dann immer eben diesen Lichtblitz abgeben, und damit dieser typische Schweißeffekt dann auch entsteht. Und das ist eine coole Sache. Ein bisschen Lötkenntnisse braucht man dazu und ein bisschen Bastelerfahrung, wobei man könnte wahrscheinlich auch die Widerstände etc., manche Sachen auch wahrscheinlich zusammen kleben, beziehungsweise auch mit sagen wir, Bananenstecker und sowas, wenn man die hernehmen möchte, dann auch verbinden. Also man weiß sich dann schon zu helfen, aber sowas ist sehr, sehr einfach und sehr kostengünstig. Wobei dann nachher bei der Autowerkstatt zum Beispiel, da habe ich wirklich ein fertiges Kit auch mit Figuren zum Beispiel hergenommen. Das ist ein bisschen teurer, aber dafür spart man sich dann die ganze Arbeit. Von dem her, wie man möchte, da ist für jeden was dabei und wie gesagt, gerade so Schweißeffekt bringt auf jeden Fall immer Leben auf die Anlage, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Der zweite Lichteffekt, der eine Modelleisenbahnanlage lebendiger wirken lässt, ist das Thema blinkende Autos, habe ich es mal genannt. Und darunter kann man sich natürlich vieles vorstellen. Ich für meinen Teil habe jetzt sozusagen das ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite eben das Thema Einsatzfahrzeuge, da wo Blaulicht nämlich ist, da ist Action, da ist was passiert. Das erzeugt Dynamik auf der Anlage oder nicht nur auf der Anlage, aber es ist natürlich nicht immer positiv behaftet oder meistens leider nicht positiv behaftet. Wenn man es ein bisschen entspannter haben möchte, ein bisschen quasi mal positiver darstellen möchte, ist auch sowas zum Beispiel in Zusammenhang mit Blinker- oder Warnblinklichtanlagen zum Beispiel. Also beides habe ich bei mir auf der Anlage. Also zum Beispiel jetzt die Polizei habe ich jetzt hier zum Beispiel, die den Raser einfach aus dem Verkehr gerade zieht. Und da ist auf jeden Fall Action und es wirkt dann auch bei Tag und bei Nacht wieder ein bisschen anders. Und genau, sowas könnte man auch mit einem Rettungswagen oder auch mit einer Feuerwehr zum Beispiel darstellen. Und das Gleiche aber auch, wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, einfach mit einem Müllfahrzeug, jetzt zum Beispiel bei mir dargestellt, einfach mit einer Warnblinklichtanlage, die eingeschaltet ist und da einfach gerade Sperrmüll abgeholt wird. Und sowas könnte man auch zum Beispiel mit einem Bus, der einfach an einem Busstreifen parkt zum Beispiel oder einer Bushaltebucht. Von dem her, da sind keine Grenzen gesetzt und auch je nachdem, wie viel Geld man ausgeben möchte, kann es auch sehr kostengünstig sein, kann auch ein bisschen teurer werden. Zum Beispiel jetzt gerade bei dem Müllfahrzeug, da habe ich die LEDs wirklich selber montiert und dann einfach eine Blinkelektronik genommen, die es einfach schon zu kaufen gibt. Man könnte aber auch eine einfache Blinkelektronik nehmen, die vielleicht sogar auch selbst programmieren oder selbst erstellen dementsprechend. Da gibt es wirklich auch günstige Alternativen. Oder auch zum Beispiel wie das Einsatzfahrzeug. Das könnte man natürlich jetzt auch selbst verdrahten und auch selber LEDs dann reinsetzen. Aber hier das zum Beispiel, das habe ich wirklich komplett fertig gekauft. Ist dann nicht ganz so günstig, das ist klar, aber dafür spart man sich immens viel Aufwand und hat dann auch eine fertige Blinkelektronik, die man einfach an den Trafo anschließt. Und dann hat man auf jeden Fall ganz viel Freude und gleich Action auf der Anlage. Ja, da steigt aber eine fette Party, oder? Hier im obersten Stockwerk unseres kleinen Wohnhauses, da ist richtig was los. Da ist richtig Action und da sind wir schon bei Lichteffekt Nummer 3, nämlich Partylicht als Häuserbeleuchtung. Und Häuserbeleuchtung ist wahrscheinlich für die meisten von euch ein Begriff, weil wenn wir unsere Häuserbausätze dann fertig zusammengeklebt haben, dann setzen wir ja oft dann darunter einfach eine kleine Glühbirne oder eine LED und schon leuchtet das Haus stimmungsvoll auf der Anlage. Und man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter ausgestalten, wenn man zum Beispiel in das Haus verschiedene Räume einziehen möchte, die mit verschiedenen LEDs ausstattet oder auch einzelne Fenster mit einer LED ausstattet und die dementsprechend dann beleuchtet. Das sind wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Und ich habe das jetzt einfach mal gedacht, Mensch, ich statte einfach mal so ein Haus, beziehungsweise ich habe auch mehrere Häuser, einfach mit Partylicht aus. Und beides bringt einfach auch gleich Leben mit rein. Da symbolisiert, da ist Spaß dahinter und sowas und wirkt auch vor allen Dingen bei Tag und bei Nacht. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das so seht, okay, hey, da ist bestimmt einiges an Elektronik dahinter, da ist vielleicht auch noch ein PC dahinter, der dann die verschiedenen Lichtfarben ansteuern muss.
Nein, überhaupt nicht. Ich zeige euch das mal. Das ist wirklich eine einzelne transparente LED, meint man zumindest, die ein bisschen größer ist als Standard-LEDs, würde ich mal sagen. Und mehr ist es gar nicht. Die hat quasi diese ganze Schaltung schon integriert. Da ist kein Elektronikbausatz noch mit dabei, auch keine PC-Ansteuerung. Ihr seht aber auch im Video diese Ablauffolge eben von den verschiedenen Lichteffekten. Also egal ob schneller oder langsamere Lichtblitze oder auch von der Farbfolge, die ist immer gleich. Die wiederholt sich. Da ist jetzt keine Spannung sonst dahinter dann irgendwo, dass man sagt, okay, man kann es jetzt nochmal einstellen, dass jetzt dann nur schnelle Lichtblitze, nur langsame Lichtblitze etc. dann ergehen. Es ist immer gleich, diese Abfolge. Aber es ist Wahnsinn, was einfach in so einer LED möglich ist. Man schließt jetzt einfach eine Gleichspannungsquelle rein und fertig. Und es ist mega kostengünstig. Wenn man aber jetzt zum Beispiel, klar, der ein oder andere muss dann je nach Gleichspannungsquelle da einen Vorwiderstand mit anlöten. Wenn man sich das nicht zutraut, ist es auch überhaupt kein Problem, weil es gibt einfach auch jede Menge andere Lösungen, die schon komplett fertig sind, also fertig verdrahtet sind, angelötet sind und man die einfach an den eigenen Trafo anschließen kann. Und genauso das habe ich zum Beispiel in dem Gebäude auch gemacht, sodass wirklich auch hier bei Tag oder bei Nacht eben die Party steigt. Und ganz ehrlich, es gibt doch immer Grund für eine Party, oder? Der vierte Lichteffekt ist das Feuerflackern. Und beim Feuerflackern oder auch Brandflackern, ich glaube, da fallen jedem von uns wirklich einige Szenen ein, die man auf der heimischen Modelleisenbahnanlage darstellen kann. Und da sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Und ich für meinen Teil habe einfach jetzt hier zum Beispiel eine Familie dargestellt, die einfach gemütlich am Grillen ist. Und in dem Grill ist nämlich so eine Flacker-LED verbaut, die auch wieder ähnlich wie bei diesem Partylicht keine eigene Elektronik braucht. Das heißt, die LED selber hat diese Elektronik, sage ich jetzt mal, schon innen drin verbaut. Und man braucht nichts weiter tun, auch als hier auch wieder den Vorwiderstand anzulöten und fertig ist das Ganze. Also sehr einfach, sehr kostengünstig. Und wenn man aber sagt, man traut sich das Ganze auch hier nicht so ganz zu, auch da überhaupt kein Problem. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel das fertige Grills gibt es dann schon anschlussfertig für einen Trafo. Es gibt Lagerfeuer, habe ich gesehen, bis hin sogar zum brennenden Haus oder lodernden Haus. Also die mit ganz vielen LEDs quasi ausgestattet ist, anschlussfertig für einen Trafo. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also egal, ob man sagt, man möchte selber eben die LEDs zusammenbasteln oder schon fertige Sachen kaufen. Also da kommt jeder auf seine Kosten. Einfach Feuer, muss ich sagen, ist natürlich auch was Negatives, aber wenn es kontrolliert ist, sage ich jetzt mal so, ist es wirklich ein stimmungsvoller Effekt bei Tag und bei Nacht und macht natürlich auch irgendwas Gemütliches. Und gerade wenn man natürlich dann auch, zum Beispiel habe ich das nochmal als zweite Szene bei mir mit einem kleinen brennenden Fass. Auch das ist natürlich dann bei Nacht auch wieder doch gemütlich, muss man dazu sagen, und hat einfach nochmal einen anderen Effekt eben und zu den anderen Effekten, die wir jetzt noch kennengelernt haben, beziehungsweise was wir noch kennenlernen werden. Ja, und schon sind wir beim letzten Lichteffekt angekommen von unseren 5 Lichteffekten, die eine Modelleisenbahnanlage lebendiger wirken lassen, nämlich beim Thema Ampel. Und bei Ampel werden wahrscheinlich die meisten sagen, es liegt ja auf der Hand, wir nehmen eine vorhandene Kreuzung auf unsere Anlage und da stellen wir einfach ein paar Ampeln auf und fertig ist der Lichteffekt. Ja, macht es auf jeden Fall, das bringt wirklich Dynamik auf die Anlage, deswegen top. Ich für meinen Teil habe meine Kreuze noch nicht mit Ampeln ausgestattet. Das wird jetzt in nächster Zeit dann kommen. Aber deswegen kann ich euch das nicht zeigen und es wäre jetzt auch nicht, das wäre jetzt nicht richtig, das auch sozusagen jetzt irgendwas, was in der Zukunft kommt, euch zu zeigen. Ich habe aber schon sehr lange eine kleine Mini-Ampel bei mir als Zuflussregelung für die Fahrzeughalle. Und die ist sogar in Verbindung mit dem K-System. Das heißt, wenn das K-System-Fahrzeug davor steht, dann hält es an. Da ist dementsprechend ein Stoppmagnet dahinter. Und wenn die Ampel auf grün schaltet, dann schaltet auch der Magnet dementsprechend. Und dann kann das K-System-Fahrzeug in die Halle reinfahren. So kompliziert muss man es gar nicht machen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um Lichteffekte. Und es geht einfach nur darum, eben diese kleine Ampel, so eine Zuflussregelung, die kann man eben für die Einfahrt auch für einen privaten Hotelparkplatz hernehmen, für eine Tiefgaragenzufahrt zum Beispiel oder für die Einfahrt einer Waschstraße. Und da muss auch gar kein K-System dahinter sein, keine funktionierenden Fahrzeuge, sondern einfach so, wenn man was auf grün und auf rot dann einfach sich wechselt, dann bringt es einfach auch eine Dynamik rein. Da passiert einfach was auf der Anlage. Und das Schöne ist, man muss es gar nicht so an den Decoder ranschließen und dann auch steuerbar machen. Man kann es auch zum Beispiel ganz normal analog mit Tastendruck machen. Oder wer auch analog mit der Eisenbahn fährt, kann es über Kontaktgleise an den Schienen so machen, dass immer, wenn ein Zug über dieses Kontaktgleis fährt, dass dann ein Relais geschalten wird und dementsprechend die Ampel in der Stadt geschalten wird. Also von dem her, da sind keine Grenzen gesetzt und das war mir auch wichtig.
Und die Ampel selber ist sogar eine sehr kostengünstige Variante. Ich zeige euch mal eben kurz, was übrig geblieben ist, weil das war nämlich eine kombinierte sagen wir, Straßenverkehrsampel mit Fußgängerampel. Und da habe ich einfach diese Fußgängerampel vorsichtig gelöst, habe dann die Kabel versucht dann auch vorsichtig rauszuziehen und dann konnte ich nämlich dann dementsprechend die einfach zerstörungsfrei an die Fahrzeughalle anbringen. Und generell natürlich bei Ampeln, man kann wirklich günstige Varianten kaufen, man kann auch wirklich ganz, ganz teure, sehr detaillierte Modelle. Es obliegt jedem selber, wie er das handhaben möchte. Und wenn man auch ganz kreativ ist, dann macht man natürlich auch diesen Ampelkörper wirklich selber im 3D-Druck oder bastelt sich selber was anderes aus Kunststoff oder hat vielleicht sogar was übrig. Also von dem her kann man ganz einfach machen und irgendwo auf der Anlage, irgendwo eine Ampel reinzusetzen, gibt es immer Möglichkeiten und ist auch bei Tag und bei Nacht immer ein stimmungsvoller Begleiter. So, das waren jetzt die 5 Lichteffekte, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was meint ihr denn dazu? Haben die sich gelohnt? Oder, also machen sie auch überhaupt die Modelleisenbahnanlage lebendiger? Oder sagt ihr lieber, nee, hätte man darauf verzichten können, ihr hättet vielleicht ganz andere auch erwartet. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Effekte bei euch installiert. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Mir war es bei den Effekten wirklich einfach mal wichtig, dass ich die auf der einen Seite zeigt, dass die für jeden was dabei ist. Das heißt, egal ob es den analogen Modelleisenbahner anspricht oder auch den, der digital oder sogar computergesteuert fährt, deswegen gleich egal. Und vor allen Dingen, dass sie nicht exorbitant teuer sind, weil man kann natürlich bei Lichteffekten, und ihr wisst ja auch generell, alles was Technik ist, man kann wahnsinnige Summe ausgeben bei der Modelleisenbahn. Mir war es extra wichtig, dass es eben günstig ist und dass es auch für jeden was dabei ist. Vielleicht ist es ja auch für einen oder anderen eine Inspirationsquelle. Wer weiß, lasst mich gerne wissen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal aber einen wunderschönen Moba-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!